Ich möchte gerne über Unternehmertum sprechen. Für mich heißt Unternehmertum, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Dass man Ideen hat, Träume hat und alles dafür einsetzt, um diese Ideen und Träume zu verwirklichen. Ohne andere danach zu fragen, einem die Möglichkeiten dafür zu geben. Sondern man muss auch Initiativen entwickeln, um ein solches Leben auch sich selbst gestalten zu können. Wir haben Unternehmer, insbesondere im 19. Jahrhundert gehabt in Deutschland, die unseren Wohlstand über weit 100 Jahre hinweg gegründet haben. Ich will mal einige dieser Unternehmen zeigen und vielleicht erkennen Sie auch einige dieser Personen. Häufig treten nach einiger Zeit diese Personen hinter den Namen ihrer Unternehmen, die sie gegründet haben, hinweg. Und das wird Sie jetzt auch überraschen, wenn ich die einzelnen Unternehmen zeige. Ganz links ist die Person Robert Bosch. Er war das 11. Kind von 12 einer, ja, sagen wir mal so, mittelklassischen, aber das ist schon irgendwie etwas übertrieben, Gastwirtsfamilie in der Schwäbischen Alb. Ihm hat man nicht in die Wiege gelegt, dass er einmal so eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Industriegeschichte werden würde. Er hat eine mittlere Schulbildung gehabt, hat dann eine Lehre absolviert, ist aber dann ins Ausland gegangen, nach Frankreich, aber auch nach Amerika, hat bei Edison gearbeitet und bei ihm gelernt und ist wieder zurückgekommen, hat eine Werkstatt gegründet, aus dem dann ein Weltunternehmen entstanden ist. Also, er hat nicht Ressourcen vorgefunden, in die er hineingeboren wurde, sondern er hat sich die Ressourcen selbst erarbeitet. Die anderen Personen haben Sie schon gesehen, Gottlieb Daimler, Werner von Siemens. Auch hinter diesen Personen sind jetzt die Unternehmen mit ihren Namen hinweggegangen. Ja, und ganz rechts ist mein Freund Hasso Plattner, einer der Gründer der SAP AG. Und der steht eben für die neue Generation von Unternehmen in der Hightech-Welt, nicht mehr in der klassischen Industrialisierung. Und da muss ich sagen, da haben wir eigentlich zu wenig bisher hervorgebracht. Da sieht es ganz anders aus in den USA. Ja, ganz links vorne sehen Sie hier Billy Boy, Bill Gates, sind in den letzten 50 Jahren riesige Unternehmen entstanden, die jeweils unser gesamtes Leben auch verändert haben. Im persönlichen Bereich, jeder benutzt ein Handy, jeder ist in den sozialen Medien, aber auch natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Wenn man heute Microsoft-Produkte abstellen würde, würde die deutsche Wirtschaft stillstehen, noch schlimmer als jetzt gerade in der Corona-Krise. Ja, und er mit seiner Gruppe hat dieses Unternehmen aufgebaut, aber man sieht auch, dass Unternehmer Einzelpersönlichkeiten sind, die die Welt verändern können. Auch Beethoven hat nicht im Team komponiert, sondern das gilt generell. Natürlich braucht man Teams hinterher, die die Ideen von Einzelnen ausführen. Teams sind ganz wichtig, auch wie man Teams organisiert, wie man sie motiviert. Aber wenn nicht die Anfangsidee von jemandem entwickelt wird, mit großer Beeinflussungsmöglichkeit, mit großem Charisma, dann findet sich eben auch kein Team, das eine solche Idee dann übernehmen kann. Unternehmertum ist nicht nur auf Unternehmen ausgerichtet, sondern wie ich gesagt habe, für mich ist Unternehmertum der Wille, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das kann man auch in anderen Bereichen. Man kann auch als Leiter einer Schule unternehmerisch sein, auf neue Ideen kommen, wie man pädagogische neue Konzepte entwickelt. Oder, wie ich jetzt hier einmal zeige, als jemand einen Traum hatte, die höchsten Berge zu ersteigen oder den Nordpol zu ersteigern, den Südpol zu entdecken,
und sich das Geld verschafft hat, um sich diesen Traum zu realisieren. Und dann ist er sich eben auch nicht zu schade, dann einen Werbeblock von Opel hinter sich herzuziehen. Ein Unternehmer muss über verschiedene Eigenschaften verfügen. Wenn er sie nicht alle im gleichen Ausmaß hat, dann muss er sie sich anfüttern lassen, indem er dann eben mit Freunden ein gemeinsames Gründerteam bildet. Ganz wichtig finde ich, dass ein Unternehmer nach neuen Ufern streben möchte, also was Neues entdecken will, aber auch das erobern will. Also so eine Eigenschaft des Kolumbus haben möchte, der eben in die Welt hinausgesegelt ist, nach Indien eigentlich wollte, aber dabei eben Amerika entdeckt hat. Aber nur das genügt auch nicht. Man braucht auch analytische Fähigkeiten, die kann man vergleichen mit den Fähigkeiten eines Albert Einstein. Man muss Problemen genau nachgehen können. Man muss sie analysieren können. Nur dann kann man Lösungen finden. Wenn man ein Team hätte, was nur aus Albert Einsteins bestehen würde, dann würden die sich jeweils immer die Fehler nachweisen und es käme eigentlich nichts Richtiges zustande. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn man ein Team hätte, das nur aus Kolumbus bestehen würde. Auch die würden sich streiten, wo man nun hinsegeln will. Will man nach Westen, will man nach Osten? Aber man muss auch als Unternehmer über sensorische Fähigkeiten verfügen. Man muss Strömungen innerhalb des Unternehmens rechtzeitig wahrnehmen, wenn irgendetwas in der Mitarbeiterschaft rumort. Man muss Veränderungen bei den Kunden, bei den Lieferanten rechtzeitig erkennen können. Also die Fähigkeiten, die man vielleicht einer Jane Goodall in ihrem Umfeld zuschreiben könnte. Und last but not least ist es ganz wichtig, dass Unternehmer auch in die Zukunft denken können. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Unternehmen mit der Anfangsidee über längere Zeit bestehen konnte, sondern man muss ständig neue Ideen entwickeln und die alten in Frage stellen. Also über die Eigenschaften eines Daniel Düsentriebs verfügen. Wenn ein Gründungsteam nur aus Daniel Düsentriebs bestehen würde, würden sie sich jeweils immer durch neue Ideen übertrumpfen wollen und keine würde realisiert werden. Genauso, wenn ein Team nur aus Jane Goodalls bestehen würde und man sich jeweils immer nur ganz intensiv hinterfragt, würde auch nichts entstehen. Also die Mischung macht es. Und dabei ist es auch ganz wichtig, dass man bei der Gründung eines Unternehmens, selbst wenn eine Person so unternehmerisch ist, dass sie wirklich dominiert, auch andere Mitstreiter hat, die diese Person ergänzen. Nobody is perfect, but a team can be perfect. Unternehmertum hat sehr viel mit Innovation zu tun. Innovation kann man definieren als die wirtschaftlich erfolgreiche Umsetzung einer neuen Idee. Also eine neue Idee alleine reicht noch nicht, denn wenn sie keiner verwertet, dann bleibt sie in der Schublade und verändert die Welt nicht. Aber wir wollen ja mit Unternehmern die Welt verändern. Die Definition, die ich so gesagt habe, stammt von Josef Schumpeter, einem sehr berühmten Ökonom, der aus Österreich kommt, aber dann hinterher in den USA in Harvard gelehrt hat. Wenn man mal den gesamten Innovationsprozess verfolgt, dann kann man eine Verbindung herstellen von der Forschung, in der jetzt Ideen entwickelt werden, bis hin zur Umsetzung durch große Unternehmen. Auf dieser Folie habe ich einmal den Weg von der Idee bis zum Markterfolg dargestellt. Wir haben zunächst die Forschung, die kann man noch unterteilen in Grundlagenforschung und Anwendungsforschung. In der Grundlagenforschung werden generische Ideen entdeckt, die dann von der Anwendungsforschung, die sich schon auf ein fachliches Gebiet wie Ingenieurwesen oder Wirtschaft bezieht und wird dann in bestimmte Anwendungsszenarien eingekleidet.
In der Regel geht man in der Anwendungsforschung, die übrigens in Deutschland durch solche Gesellschaften wie der Fraunhofer Gesellschaft sehr gut ausgeprägt ist, in der Regel geht man in solchen Forschungsinstitutionen nur bis zur Entwicklung von Prototypen. Man will einmal zeigen, dass eine Idee im Prinzip auch praktisch umgesetzt werden kann, aber sie muss nicht in einer praktischen Umgebung für alle dort vorkommenden Funktionen in der ganzen Welt in mehreren Sprachen schon realisiert sein, sondern man will ja nur einmal zeigen, dass etwas funktioniert. Deshalb ist es wichtig, dass solche Prototypen dann auch wirklich zum Leben erweckt werden, und das geht nur in Unternehmen. Nur Unternehmen können wirkliche Produkte entwickeln. Produkte haben dann eine Marketingstrategie, sie haben eine Verkaufsorganisation hinter sich, sie haben eine Weiterentwicklungsstrategie, und dafür braucht man sehr viele menschliche, aber auch operative Ressourcen, die man in einer Forschungsumgebung gar nicht finden kann. Und Produkte zu entwickeln ist auch nicht die Aufgabe in der Forschung. Und deswegen wird auch die Gründung von Unternehmen aus dem Forschungsbereich immer mehr unterstützt. Das sind die sogenannten Start-up-Unternehmen, die auch mit Hilfe von staatlicher Finanzierung in Deutschland in den letzten Jahren eigentlich recht erfolgreich gewachsen ist. Aber nicht jedes Start-up-Unternehmen wird hinterher auch zu einem Welterfolg. Im Gegenteil, die Statistiken sind eigentlich eher ein bisschen deprimierend, dass 70% der Start-ups hinterher wieder vom Markt verschwinden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man auch Unterstützungen hat, um jetzt Start-up-Unternehmen wirklich zu einer Größe zu verhelfen, die sich zumindest in Deutschland, aber besser noch in Europa und noch besser in der ganzen Welt durchsetzt. Gerade in meinem Umfeld, in der Hightech-Industrie, ist das erforderlich. Das wissen wir alle. Sie brauchen nur auf Ihr Laptop zu gucken, wo das gebaut worden ist. Nicht in Deutschland, nicht in Europa, irgendwo in Asien. Die Software, die wir benutzen, kommt auch nicht aus Deutschland, kommt auch nicht aus Europa. Sie kommt in der Regel aus Amerika. Das heißt also, die Hightech-Industrie ist international. Deswegen, wenn man hier erfolgreich sein will, muss man auch den Ehrgeiz haben, die Welt zu erobern. Darauf kommen wir später auch noch zurück. Bei mir war es so, dass ich als Universitätsprofessor erstmal 10 Jahre ganz brav gearbeitet habe, wie man das an der Universität tut. Ich habe meine Vorlesungen entwickelt, ich habe meine Bücher geschrieben, um mich auch in der sogenannten wissenschaftlichen Welt dann auch irgendwie zu etablieren. Und erst dann bin ich auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen. Und ich muss auch sagen, dass ich zu diesem Weg eigentlich auch stehe und eigentlich auch mehr Vertrauen habe, als wenn man mit einer sehr kleinen Idee startet. Wenn man eine kleine Idee hat, die auf der Hand liegt, dann besteht ja auch die Gefahr, dass andere diese Idee auch haben können. Aber ich habe an meiner Idee erst fast 10 Jahre gearbeitet. Die ist in mir entstanden, die ist in mir entwickelt worden. Und ich glaube, man kann auch sagen, was langsam kommt, bleibt auch länger. Und von daher kann ich nur die Anregung auch geben, sehr lange darüber nachzudenken, mit welcher Idee man ein Unternehmen starten möchte. Trägt diese Idee? Ist sie leicht kopierbar? Und dann fällt sie eben nicht vom Himmel, sondern sie muss hart erarbeitet werden. Ich habe mich als Universitätsprofessor sehr lange damit beschäftigt, wie man Informationssysteme beschreiben kann. Man kann auch dazu sagen, wie man sie modellieren kann. Zunächst habe ich gedacht, das wäre sehr wichtig, dieses aus der Datensicht zu tun. Schließlich hieß damals auch das ganze Gebiet Datenverarbeitung. Also insofern standen da eben die Daten im Mittelpunkt. Und habe ein Modell entwickelt, wie man ein ganzes Unternehmen aus dieser Datensicht beschreiben kann. Aber ich habe dann gemerkt, dass das nicht ausreicht, sondern dass auch genauso wichtig sind, die Prozesse zu beschreiben, die in einem Unternehmen stattfinden.
Also wie Logistik funktioniert, wie Vertrieb funktioniert, wie die Produktentwicklung funktioniert, wie der Fertigungsprozess funktioniert, wie dann auch der Versand funktioniert, wie die Buchhaltung funktioniert, wie die Kostenrechnung funktioniert. Also alle die Prozesse, die auch miteinander verwoben sind, wie sie auch dann zu gestalten sind und wie man sie auch grafisch relativ einfach verstehen kann. Und das war dann der Grundgedanke, auch für diese Problemstellungen eine Methode zu entwickeln. Und nachdem ich die Methode entwickelt hatte, habe ich dann auch eben ein Unternehmen gegründet, das dieser Methode folgend dann ein Softwareprodukt entwickelt hat, das wirklich zu einem internationalen Erfolg geführt hat. Ja, und um nochmal den Bogen zu schließen, was der Unterschied ist zwischen einem Prototypen in der Forschung, kann ich hier auch die Entwicklungsgeschichte des ARIS-Produktes, das ist eben der Name des Produktes, was eben hier eine solche Modellierungsmethode beinhaltet, zeigen. In der ersten Hälfte sehen Sie, dass wir am Forschungsinstitut, so kleine Prototypen entwickelt hatten, die eben meiner wissenschaftlichen Idee gefolgt sind. Und wir haben so maximal vielleicht 10 bis 15 Mitarbeiter zur Entwicklung dieser Prototypen eingesetzt. Als wir dann der Meinung waren, das war so um 1992 herum, dass wir diese Idee auch in die Praxis umsetzen könnten, habe ich dann die Idee an das Unternehmen weitergegeben. Ich habe einige meiner wissenschaftlichen Assistenten bewogen, zu dem Unternehmen zu wechseln. Und wir haben dann in ganz kurzer Zeit weit über 100 Mitarbeiter aufbauen müssen, um eben aus einem Prototypen ein Produkt zu machen. Im Grunde genommen haben wir alle Prototypen weggeworfen. Wir haben eigentlich nur das beibehalten, was wir in unseren Köpfen hatten und haben dann auf einer neuen Architektur aufbauend ein Produkt entwickelt und eben auch die dafür notwendigen anderen Funktionen wie Vertrieb, wie Marketing aufgebaut. Und insofern ist es eben ein langer Weg von einer Idee über einen Prototypen zu einem wirklichen Markterfolg zu kommen. Aber das ist nun mal Innovation. Wer nicht wächst, der stirbt. So lautet ein Slogan in der Hightech-Industrie. Wir sehen das ja auch alle, wie groß die Unternehmen sind, die die IT-Welt bestimmt. The winner takes it all. Wir haben keine 10 Googles, wir haben keine 10 Amazons, wir haben jeweils eine. Das heißt, wenn man in diesen Markt einsteigen will, ist man sozusagen zum Wachstum verdammt. Anders kriegt man die Produkte nicht auf Dauer lebensfähig und konkurrenzfähig. Ich möchte einmal eine Wachstumskurve meines Unternehmens zeigen, der IDS AG. Ich habe dieses Unternehmen 1984 gegründet. Der erste Geschäftsführer neben mir war mein Freund Alexander Potschai. Wir haben ganz klein gestartet, aber Sie sehen, dass das Wachstum hinterher exponentiell explodiert ist. Ich will mal 2, 3 Punkte herausgreifen, was hinter dieser Kurve steht. Wenn man mal ein bisschen abzählt, 1984 gegründet, dann hatten wir 1994, also nach 10 Jahren, ungefähr 200 Mitarbeiter. 10 Jahre haben wir dafür gebraucht. Und ich möchte mal sagen, dass wir schon ein sehr erfolgreiches Start-up-Unternehmen waren. Nicht jedes Start-up-Unternehmen hat nach 10 Jahren 200 Mitarbeiter. Aber dann ging es erst richtig los. Und in den nächsten 15 Jahren sind wir von diesen 200 Mitarbeitern auf 3.500 gewachsen. Also bei einer ganz einfachen Rechnung, 3.300 durch 15, ja, mehr oder weniger, sind das dann 200 pro Jahr. Also das, was wir in den ersten 10 Jahren geschafft haben an Mitarbeiteraufbau, haben wir im Durchschnitt anschließend in jedem Jahr geschafft. Und das zeigt auch etwas,
Ja, sagen wir mal, das Positive und auch das Negative von Startups. Das Positive ist, dass in einem Start-up diese Chance besteht, auch ein großes Unternehmen zu Tausenden, zu Zehntausenden, Hunderttausenden von Mitarbeitern in einer überschaubaren Zeit zu schaffen. Das etwas Negative ist, dass man trotz exponentiellen Wachstums eine relativ lange Anfangsphase braucht. Das macht mich zum Beispiel in politischen Diskussionen immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich die Euphorie von Politikern höre, ja, wir bauen dann einen Innovationspark und das wird eben dann auch die wirtschaftliche Situation einer Region sehr schnell verändern. Daran glaube ich nicht, sondern man braucht einen langen Atem dafür. Was ganz wichtig ist, wenn man eine solche Kurve sieht, dass das nicht nur dargestellt werden kann in dem Wachstum der Mitarbeiter, sondern dahinter liegt auch eine große Persönlichkeitsveränderung der Unternehmensleitung, der Gründer. Wer nicht die Eigenschaften hat, auch eine große Organisation führen zu können, motivieren zu können, steuern zu können, kontrollieren zu können, schafft es nicht. Und das ist auch eine gewisse Schwierigkeit. Denn der oder diejenigen, die am Anfang ein ganz kleines Start-up-Unternehmen gründen, die haben ja am Anfang fast so eine Freundesatmosphäre, familiäre Atmosphäre. Die wollen nicht in ein Großunternehmen, sondern die wollen in ihren Unterkumpeln bleiben. Aber hinterher kann ich mit diesen Eigenschaften keine große Organisation führen. Das heißt, man muss den Weg gehen von einer Freundesumgebung zu einer, sagen wir mal, mehr einsamkeitsorientierten Umgebung. Und auf diesem Weg wandelt sich das Unternehmen und auch die Form, wie man ein Unternehmen führen muss. Man kann es vereinfacht sagen, es finden eher immer mehr die Zahlen eine Bedeutung als vielleicht die kreativen Einfälle. Ein Gründer, der immer noch darauf besteht, dass alle wichtigen Entscheidungen über seinen Schreibtisch gehen, so eine blöde Formulierung gibt es, behindert das Wachstum des Unternehmens. Nur wer loslassen kann, wer delegieren kann, wer Vertrauen in Mitarbeiter setzen kann und sie dann auch selbstständig, ich möchte auch sagen unternehmerisch arbeiten lässt, schafft es, ein Unternehmen wachsen zu lassen. Also Kleingeistigkeit ist dann nicht gefragt. Umgekehrt muss man sagen, wenn jemand eigentlich von vornherein so Führungseigenschaften in sich hat und die auch verwirklichen will, der fängt erst gar nicht in einem Start-up-Unternehmen an. Der geht vielleicht gleich zu den großen Unternehmen, weil er da eben schon vorgefertigte Karrierewege vorfindet, denen er gerne folgen möchte. Also, das ist eine gewisse Diskrepanz. Man fängt klein an, muss aber die Fähigkeiten in sich haben, auch groß werden zu können. Wenn man aber diese Fähigkeiten, groß zu werden, von vornherein anstrebt, fängt man das gar nicht klein an, sondern möchte gleich in Organisationen, in denen man dieses verwirklichen kann. Also, das muss jeder selbst entscheiden. Der Unterschied ist eben, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann gehört es mir. Das ist mein Kind. Wenn ich in ein vorhandenes Unternehmen einsteige, dann bin ich einer, der hier dieses Unternehmen weitertreibt. Das kann auch Spaß machen, aber für mich ist der erste Weg wichtiger. Das kann ich vielleicht an einem Bild mal zeigen, nämlich, was es nun heißt, klein anzufangen und sehr groß zu werden. Wir sind gestartet und waren ganz stolz, dass wir aus der Universität heraus mit dem Unternehmen in ein kleines Eigenheim ziehen konnten, was uns natürlich nicht gehörte, sondern wir haben nur eine Etage dort gemietet. Und als dann auch die Schreibtische schon im Bad standen, sind wir noch an weitere Standorte hier in Saarbrücken gezogen, bis wir so zerfleddert waren, dass wir gesagt haben, das geht so nicht weiter, wir müssen einen Standort haben, wo wir alle Mitarbeiter zusammenziehen können und haben dann
unser eigenes Bürogebäude gebaut. Es war noch relativ am Anfang. Ich habe den Architekten gesagt, sie sollten ein Gebäude bauen, das ungefähr 5-mal so groß sein sollte, als es für die gegenwärtigen vorhandenen Mitarbeiter Platz bieten könnte. Auch das vielleicht nur mal eine Idee, welche Risiken man aufnimmt, aber auch welchen Mut man haben muss, auch den Ball weit nach vorne zu werfen. Wenn man nur immer in kleinen Schritten denkt, dann schafft man kein exponentielles Wachstum. Ich könnte andere Beispiele sagen, wie wir auf der CeBIT, der größten Ausstellung für Computer, gewachsen sind. Am Anfang hatten wir einen ganz kleinen Stand für 2 Arbeitsplätze. Hinterher hatten wir einen sehr großen Stand und hatten teilweise 40, 50 Mitarbeiter hier, die den Stand betreuten. Ein großer Wachstumstreiber ist die Internationalisierung. Das ist ein schwieriges Gebiet. Die Hightech-Märkte sind international. Wenn man langfristig erfolgreich sein will, muss man internationalisieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das als Unternehmen machen kann. Man kann natürlich eigene Niederlassungen im Ausland gründen. Ist nicht einfach. Man braucht auf jeden Fall auch lokale Mitarbeiter. Aber wer geht zu einem kleinen Ableger, auch eines kleinen Stammunternehmens? Es sind nicht die besten Mitarbeiter. Also von daher ist dann der erste Weg, dass man eigene Mitarbeiter ins Ausland schickt. Aber die kennen dort die Marktverhältnisse nicht. Also ein schwieriges Unterfangen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, im Ausland Partner zu finden. Die sind dann natürlich lokal vernetzt, aber kann man dem Partner trauen? Setzt er sich wirklich für einen ein? Oder will er nur seine eigenen Leistungen durch eine zusätzliche Idee schmücken, aber ist gar nicht daran interessiert, diese Idee selbst in seinem Markt stark zu unterstützen? Eine dritte Möglichkeit besteht darin, ein sogenanntes Joint Venture einzugehen. Das heißt, dass man mit einem Partner im Ausland ein gemeinsames Unternehmen gründet. Auch das ist nicht ganz einfach. Teilweise ist Partnerschaft dann eben genau die Bedeutung der Partnerschaft. Das heißt, in dem Joint Venture verlässt sich jeder auf den anderen. Am besten ist es, der andere übernimmt die Kosten und man selber versucht, den Nutzen zu erhalten. Also es ist in der Regel auch ein gewisses Misstrauen in einer solchen Beziehung angelegt. Es nützt aber alles nichts. Ich habe die Schwierigkeiten durchaus genannt jetzt, aber trotzdem, man muss es machen und im Endeffekt, wenn man sich richtig einsetzt, ist man dann auch erfolgreich. Weil die Internationalisierung nicht nur die Eroberung der ausländischen Märkte betrifft, sondern es gibt auch einem in dem Heimatmarkt ein größeres Renommee, wenn man sagt, man ist international vertreten. Unsere deutschen großen Unternehmen sind ja jeweils im Ausland erfolgreich. Wir waren und sind immer noch Exportweltmeister. Und wenn wir mit den großen deutschen Unternehmen zusammenarbeiten wollen, verlangen die auch, dass man im Ausland präsent sind. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. An der Internationalisierung geht kein Weg vorbei. Wir waren nach unserer Internationalisierungsstrategie in rund 30 Ländern durch eigene Offices vertreten und in weiteren Ländern hatten wir auch Partnerschaften. Also es geht auch in relativ kurzer Zeit, hier die Welt zu erobern. Zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Hightech-Industrie gehört es auch, dass man das Unternehmen an die Börse führt. 1984 hatte ich die IDS Share gegründet. 15 Jahre später, 1999, wagten wir den Schritt an die Börse in Frankfurt, an den damaligen neuen Markt. Das ist ein Index oder ein Marktsegment der Börse, das sich auf die Hightech-Unternehmen konzentriert hat.
Ja, das war ein erfolgreicher, aber auch ein aufregender Tag und Sie sehen das, glaube ich, auch den Mienen, zumindest meiner an, dass ich nicht nur happy war. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, weil am Tag vorher war ein ähnliches Unternehmen an die Börse gegangen und das hatte den Ausgabekurs, den es selber angekündigt hatte, nicht erreicht gehabt. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Sodass also auch für uns das Risiko darin bestehen würde, dass wir diesen Ausgabekurs nicht erreichen würden. Ja, mein Freund Alexander Potschei guckt ein bisschen freundlicher hier, der war wahrscheinlich ja auch etwas optimistischer. Warum geht man denn überhaupt an die Börse? Klar, zu der damaligen Zeit gehörte das einfach dazu in der Hightech-Industrie, aber es gibt natürlich auch ernsthafte Gründe. Der erste ist, man bekommt durch einen Börsengang sehr viel Geld, weil man ja Aktien des Unternehmens verkauft. Damals wurden die Unternehmen sehr hoch bewertet. Wir hatten eine Bewertung, das wurde von den Bankenanalysten ermittelt, des 8-fachen Umsatzes, den wir in einem Jahr erzielten. Ich glaube, wir hatten damals einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro und wurden damit 800 Millionen Euro bewertet. Natürlich haben wir nicht das ganze Unternehmen verkauft, aber ungefähr, glaube ich, 25%. Damit können Sie ausrechnen, wie viel Geld plötzlich an das Unternehmen gekommen ist. Wozu braucht man das Geld? Wir waren auf dem Weg zur Internationalisierung. Das ist sehr teuer. Wir wollten unsere Produkte weiterentwickeln. Das ist auch sehr teuer. Das heißt, das Geld wird nicht irgendwie konsumiert, sondern man benutzt es, um andere Unternehmen zu kaufen, neue Niederlassungen im Ausland zu gründen, neue Entwickler einzustellen und Ähnliches. Der zweite Grund, an die Börse zu gehen, besteht darin, dass man eine größere Visibilität bekommt. Natürlich wurde über uns auch schon mal in der Zeitung berichtet, aber meistens doch mehr hier in den lokalen Medien oder auch in Medien, die sich damit beschäftigten über Technologietransfer, weil ich normal aus der Forschung kam und aus der Forschung ein Unternehmen entwickelt hatte. Das war damals etwas ganz Besonderes. Heute ist das schon fast schon ein bisschen kommen. Wie auch immer, wir wurden aber nicht von der Finanzpresse und von der Wirtschaftspresse besonders wahrgenommen. Das ändert sich total, wenn man an der Börse ist. Man steht jeden Tag mit seinem Kurs in der Zeitung. Die Journalisten aus der Finanzwelt sind an den Besprechungen der Vierteljahresergebnisse da. Man muss ständig sich rechtfertigen, muss ständig erklären, welche Strategie man verfolgt. Das wird auch sehr genau von der Öffentlichkeit über die Presse dann wahrgenommen. Aber das Unternehmen bekommt damit aber auch einen Schub in der Visibilität. Das hilft bei Kunden, wenn man bekannt ist als Unternehmen, als wenn irgendwie ein No-Name zu einem großen Kunden kommt und dort einen Auftrag einheimsen möchte. Also, es gibt gute Gründe, an die Börse zu gehen. Nach innen wirkt sich das vor allen Dingen dadurch aus, dass das Management unter einem enormen Druck steht. Nach jedem Vierteljahr muss man die Ergebnisse des letzten Vierteljahrs dann verkünden. Sie müssen stimmen, sie werden testiert von Wirtschaftsprüfern. Knapp hat man das letzte Quartal gut hinter sich gebracht und es wurde von der Presse gut aufgenommen, ist man schon wieder dabei, die Zahlen für das gegenwärtige Quartal einzufahren. Das heißt, das Management denkt sehr stark von Quartal zu Quartal, um jeweils immer gute Ergebnisse zu bekommen. Das wissen natürlich auch die Kunden. Die ziehen dann manchmal die Auftragsvergabe auch bis auf die letzte Woche des letzten Quartalsmonats hin, weil sie dann wissen, dass das Unternehmen dann auch noch nachgiebiger ist in den Preisverhandlungen, weil man ja unbedingt den Auftrag noch braucht, um das Quartalsergebnis so zu gestalten, wie man es versprochen hat. Trotzdem, wenn ich mal alles zusammenfasse, tut es einem Unternehmen gut,
wenn es eben auch die Eigenschaften hat, die nötige Aggressivität, den nötigen Wachstumswunsch zu haben und nicht mittelständisch zu bleiben, sondern wirklich die Welt zu erobern, dann auch die Vorteile eines solchen Börsengangs hinzunehmen. Aber, und das ist ein sehr dickes Aber, man wird jetzt an der Börse gehandelt. Das heißt also, es gibt einen Kurs, praktisch einen Preis für das Unternehmen. Und dieser Preis ist jeden Tag zu sehen. 1999 sind wir an die Börse gegangen. Im Jahr 2000 stürzte die Börse ab, insbesondere in dem Hightech-Segment, also das Platzen der sogenannten Internetblase. Das riss alle Unternehmen, ob gut oder schlecht, ob böse oder gut, mit nach unten. Wir waren mit einem Ausgabekurs von 12,50 € gestartet, den wir auch am ersten Tag, also bei der Börseneinführung, auch noch erhöhen konnten. Ich glaube bis auf 14,20 €. Das war kein Riesensprung, aber auf jeden Fall wesentlich besser, als wenn man abgestürzt wäre. Und hatten in der Spitze einen Kurs von 26,27 € erreicht, also mehr als verdoppelt. Aber dann ging es bergab. Wir haben zwar immer den Durchschnittsindex dieses Börsensegments TecDAX geschlagen, aber trotzdem sind wir in diesen Strudel mitgerissen worden. Wir waren einmal bis auf einen Kurs von 3,50 € abgesackt. Das hat eigentlich nichts am Unternehmen geändert. Alle Stühle waren noch da, alle Tische waren noch da, die Gebäude standen noch, die Mitarbeiter waren noch da. Nur dieser blöde Preis, wie er im Computer oder im Fernsehen uns immer gezeigt wurde, hatte sich geändert. Sonst nichts. Aber ich kann mich noch an Situationen erinnern, wie ich in Tokio im Bett war, gerade vom Flughafen im Hotel angekommen und guckte die Deutsche Welle und da liefen immer unten die Kurse jeden Tag lang und sah dann unter den Verlierern hier mein eigenes Unternehmen. Natürlich rief ich sofort an in Deutschland, was ist denn los gewesen? Man sagte, ja, wissen wir auch nicht. Das heißt also, es gibt Börsenbewegungen, die einen fast aus dem Bett fallen lassen, wo man aber gar keine Ursache dafür findet. Auch solche Situationen muss man ertragen können. Das gehört mit zum Unternehmertum. Gott sei Dank fing sich die Börse wieder nach dem Knall der Internetblase, aber wir kamen dann hinterher in die Finanzkrise und dann ging es nochmal bergab. Auch wieder unverschuldet, mit unserem Unternehmen war gar nichts passiert. Nur das Umfeld hatte sich verändert. Das Gleiche passiert im Augenblick ja durch die Corona-Krise. Die Unternehmen sind immer noch die gleichen. Trotzdem sind plötzlich die Unternehmen nur noch die Hälfte wert. Also, das ist so etwas die andere Seite eines Börsenganges. Aber das Leben ist nun mal dynamisch, und das bedeutet auf und ab. Und in the long run ist es auch so, dass sich die Unternehmen an der Börse wieder erholen. Das wird auch jetzt nach der kritischen Situation im Augenblick so sein. Man weiß nur nicht so richtig, wie lange es dauern wird. Die Visibilität des Unternehmens wird auch dadurch erhöht, dass sich Analysten mit diesem Unternehmen beschäftigen. Es gibt große internationale Analystenorganisationen, die Märkte beobachten und dann die Position einzelner Unternehmen in diesen Märkten bestimmen. Eine der bekanntesten Analystenorganisationen ist die Gartner Group. Sie bewertet Unternehmen einmal danach, wie stark ihre Vision ist, ob sie nur eine kleine Idee haben oder ob sie doch eine größere Vision haben, wie ihr Produkt mal weiterentwickelt werden kann. Die zweite Dimension, nach der die Unternehmen bewertet werden, ist die Ability to Execute. Das heißt, wie groß ist ihre Fähigkeit, eine Vision, die sie haben, auch umzusetzen? Sind sie schon international präsent oder sind sie nur ein lokales Unternehmen?
Und ganz wichtig ist es eben, dass man in diesen Upper Right Corner kommt, also in das Feld rechts oben. Und möglichst natürlich so weit wie möglich nach rechts und so weit wie möglich nach oben. Und dieses ist uns mit der IDS Share gelungen. Das war ein ganz wichtiger Schritt für die Internationalisierung, dass wir von einer internationalen Analystenorganisation so hoch bewertet wurde. Im Jahr 2009 habe ich meine Aktien an der IDS Share AG an das Unternehmen Software AG in Deutschland verkauft. Damit gehört es mir nicht mehr. Ich hätte mich zur Ruhe setzen können. Ich hatte mein Pensionärsalter auch schon erreicht, sogar schon überschritten. Aber in meinen Genen ist doch etwas anderes versteckt und habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass eine Ruhezeit nicht das Richtige für mich ist, sondern ich wollte wieder unternehmerisch tätig sein. Zwar hatte ich schon bereits in dem Jahr 1997 ein weiteres Unternehmen, die EMC AG, einem sehr erfolgreichen Unternehmen auf dem Gebiet von E-Learning, gegründet, aber das reichte mir für meine weitere Lebensplanung nicht aus. Es kamen dann ehemalige Mitarbeiter zu mir, die sagten, ach Mensch, ich möchte eigentlich nicht mehr nur Angestellter sein, sondern ich möchte eben auch unternehmerisch tätig sein. Können Sie uns nicht helfen, ein Unternehmen zu gründen mit Rat und vielleicht auch mit Geld? Denn ich hatte natürlich durch den Verkauf meiner Aktien ja einiges Geld dann auch bekommen. Das war für mich super. Ich kam wieder in Kontakt mit interessanten, ehrgeizigen, jungen Leuten, wurde wieder gebraucht und könnte meine unternehmerische Story fortsetzen. Nun hatte ich ja aber gelernt, dass der Weg eines Unternehmers sehr weit ist von der Entwicklung der Idee über die Entwicklung des ersten Produktes bis zum internationalen Markterfolg. Und ich hatte auch gelernt, dass eine Kooperation zwischen diesen unterschiedlichen Organisationsformen wichtig ist. Dass die Forschung mit Start-ups kooperiert oder aus der Forschung Start-up-Unternehmen hervorgehen und dass auch etablierte Unternehmen mit der Forschung zusammenarbeiten müssen, um neue Impulse zu bekommen oder auch Kooperationsbeziehungen zu der Start-up-Szene unterhalten, um von dort ihr Produktportfolio mit Kooperationsprodukten aus den Start-ups hier ihr Spektrum zu erweitern. Kurz und gut, ich wollte dann als Lessons learned, als Erfahrung, die ich gesammelt hatte, diesen Innovationsprozess auch gesamtheitlich wieder abbilden. Deshalb gründete ich ein Forschungsinstitut, ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, das also nicht nur für ein bestimmtes Unternehmen arbeitet, sondern seine Ergebnisse praktisch der gesamten Welt zur Verfügung stellt. Ich nannte es August Wilhelm Scheer Institut für digitale Produkte und Prozesse. Warum habe ich ein Forschungsinstitut gegründet, wo wir doch hier direkt am Campus der Universität sind und um uns herum ganz berühmte Forschungsinstitute wie das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, zwei Informatikinstitute der Max-Planck-Gesellschaft, eine renommierte Fakultät für Informatik der Universität und. Ich wollte etwas anderes, das sich von diesen Arbeitsweisen, die ich ja auch kannte, ich war ja über 30 Jahre selbst Universitätsprofessor gewesen, unterschied. Das Institut sollte von vornherein sehr breit aufgestellt werden in den fachlichen Qualifikationen. Die Universität ist ja nach Fakultäten und innerhalb von Fakultäten nach Fachbereichen untergliedert, sodass da eine sehr starke Spezialisierung betont wird. Ich wollte umgekehrt
dass wir problemorientiert arbeiten und an einem Problem sind nun mal immer ganz unterschiedliche Lösungsansätze beteiligt. Insofern sind an diesem Institut jetzt Mitarbeiter beschäftigt, die aus solchen Fachrichtungen wie Stadtplanung kommen, natürlich Informatiker, natürlich Wirtschaftsinformatiker, aber auch Philosophen, Techniker, Physiker. Das heißt, wir können gesamthaftlich ein bestimmtes Thema erarbeiten und nicht nur aus einer bestimmten Blickrichtung heraus. Dieses Institut ist sehr erfolgreich von Dirk Wert und Herrn Greff aufgebaut worden. Es hat ungefähr jetzt 80 bis 100 Mitarbeiterstellen und ich bin sehr stolz darauf, mit diesen jungen und engagierten Mitarbeitern zusammenarbeiten zu dürfen. Wir zeigen einen Blick in das Labor dieses Instituts und Sie sehen dort, dass wir nicht nur in Computer gucken, sondern auch mit Robotern, mit Drohnen, mit ganz unterschiedlichen apparativen Dingen auch zu tun haben. Auch das noch ein weiteres Indiz für die doch breite fachliche Aufstellung. So, dann kommt anschließend, wenn wir von rechts nach links gehen, eine Gruppe von Start-up-Unternehmen, die ich jetzt nicht im Einzelnen hier aufführen möchte. Die sind also schon eine Umdrehung weiter. Die haben ihre Idee gefunden, versuchen sie in Produkte einzubetten und dann eben auch sich auf den beschwerlichen Weg des Markterfolges zu begeben. Dann kommen zwei Unternehmen, die jetzt schon etwas älter sind. Die IMC AG habe ich 1997 gegründet und ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen auf dem Gebiet von digitalem Lernen. Es umfasst zurzeit rund 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist auch international aufgestellt, in Europa sowieso, aber auch in Asien, in Singapur, in China. Es ist sehr erfolgreich, auch gerade in diesen asiatischen Märkten, sodass dieses Unternehmen wirklich auch sagen kann, dass es einen erfolgreichen Weg gegangen ist und zu einer doch internationalen Penetration befähigt ist. Die Y-Share-Unternehmung ist das größte Unternehmen mit ungefähr 600 Mitarbeitern, sodass wir insgesamt hier über alle Unternehmen über 1000 Mitarbeiter sind. Damit zwischen diesen Unternehmen eine hohe Kommunikation stattfindet, denn das ist ja erfolgreich, wenn man eine solche Kette von unterschiedlichen Institutionen, Forschung, Start-ups und etablierten Unternehmen hier schaffen will, dass sie sich kennen, dass sie miteinander reden, dass sie ihre Ideen austauschen, dass sie ihre Kunden austauschen, um sich gegenseitig zu helfen. Um das zu realisieren, habe ich am Campus der Universität zwei Türme gebaut, die sogenannten Share Towers, in denen jetzt diese Unternehmen untergebracht sind. Natürlich nicht mit allen Mitarbeitern, sowohl die IMC als auch die Share GmbH haben Niederlassungen in Deutschland und international eben auch, sodass aber der Kern dieser Unternehmen, man kann auch sagen die Headquarter, hier in diesen Türmen angesiedelt sind und auch mit wesentlichen Entwicklungsaufgaben. Meine Vorstellung war eben, dass man sich hier begegnet in der Cafeteria und eben auch dafür sorgt, dass dann der Informationsfluss von der Forschung über die Start-up-Unternehmen zu den großen Unternehmen, die eben Märkte kennen, die wissen, wie professionelles Arbeiten im Vertrieb ist, die wissen, was Marketing ist, die wissen, wie man die Zahlen richtig zusammenstellt, um auch auszurechnen, wie viel Umsatz man hat und wie viel Gewinn man erzielt hat. Alles Dinge, die man ja lernen muss auf dem langen Weg von der Universität zu einem großen Unternehmen. Ich kann nur sagen, dass es mir sehr viel bedeutet, auch dieses Netzwerk gegründet zu haben. Es ist für mich eine Freude, wenn ich einen der Tower betrete,
wenn ich an der netten Dame vorbeigehe, die hinter dem Empfang ist. Wenn ich hier in diesem Tower im Eingangsbereich den Flügel sehe, den ich angeschafft habe, damit wir hier Musik machen können. Es finden hier regelmäßig Konzerte statt. Wenn ich in meinem Büro im 9. Stock bin, gucke ich auf den anderen Tower, freue mich an der schönen roten Farbe, gucke aber auch über die gesamte Universität, wo ich mal angefangen habe, 1975 als ganz frischer Universitätsprofessor meine Lehrjahre in der Wissenschaft zu beginnen. Und ich sehe noch auf das Büro, in dem ich damals gesessen habe, mein Institut gegründet habe und aus dem Institut hinterher die unternehmerische Tätigkeit begonnen habe. Ich will nicht überheblich sein, aber ich bin natürlich auch etwas stolz darauf, gezeigt zu haben, dass es in Deutschland möglich ist, aus der Forschung heraus auch einen Welterfolg auf den Produktmärkten erringen zu können.